Ich bin erstmal erstaunt, wie viele Gäste heute anwesend sind. Freut mich ungewöhnlich stark, weil das ja nun eine Serie ist von Vorträgen, die sich so ein bisschen aufbaut. Und heute haben wir ein Thema, was mit Mexiko und Ägypten zu tun hat. Und bei Mexiko kommt man natürlich auch an einen Punkt, bisschen Maya-Kalender und so weiter und so weiter. Und ich hoffe, ich bringe Ihnen ein interessantes Wissen, das, was Sie so noch nicht gelesen haben und vielleicht auch noch nicht gehört haben. Natürlich wird einigen Bild der Vorspann fehlen, was Ägypten betrifft. Ich will es heute nicht übertreiben mit Geometrie, aber einige wenige Bezüge mit anbringen, sodass die Mathematik oder Geometrie etwas kürzer kommt im Verhältnis zu den anderen Vorträgen, die ja durchaus immer anspruchsvoll gewesen sind, um das Wort anstrengend mal vielleicht zu vermeiden. Aber die heilige Geometrie ist halt etwas, wenn man die sieht, erklärt bekommt, dann macht die Mathematik viel, viel mehr Spaß. Dann sieht man andere Zusammenhänge und nicht bloß dieses trockene, dogmatische, wie man es in der Schule lernt und dann auswendig lernen muss, das und den jenen Satz. Das ist hier nicht der Fall. Es ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Zum Vortrag selber. Ich fange mit Mexiko an und mit einer Zeit etwa vor 500 Jahren, rund. Das war eine relativ traurige Zeit. Und als ich mich damit beschäftigt hatte, muss ich ehrlich sagen, da kamen mir manchmal regelrechte Tränen in die Augen, weil Dinge abgelaufen sind, die waren so fürchterlich schrecklich, die das gesamte Geschichtsbild natürlich auch verschoben haben. Ich habe mir vor längerer Zeit mal einen Satz gelesen, der da lautete: Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit, und wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Muss man sich erstmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Machen wir einen Sprung nochmal zurück, weil wir ja Ägypten und Mexiko auf der Tagesordnung haben. Wir haben in der Schule gelernt, dass Ramses II. Das goldene Zeitalter eingeleitet hat. Das sehe ich ganz anders. Ich sehe das so, dass Ramses II. Die Macht besessen hat, überall seine Hieroglyphen reinzuschlagen, reinzuwummern, die Geschichte zu manipulieren, sich Dinge unter den Nagel zu reißen, die er nie realisiert hat, nie gebaut hat. Und die Geschichte ist damit in vollkommen andere Bahnen gelenkt worden. Die Ägyptologen haben, ähnlich wie die anderen Archäologen in anderen Wissensgebieten, das Problem, eine Zeit 5000 vor der Zeitrechnung zu akzeptieren. Sie betrachten das als Märchenstunde, weil es dort Lebenszeiten der Herrscher gegeben hat, die unsere übertreffen. Erstaunlicherweise ist aber auch Folgendes: In den Werken von Plato kann man lesen, dass Timaios berichtet, dass sein Großvater Solon noch persönlich gekannt hat. Und Solon war einst als griechischer Staatsmann und Philosoph zu einem Staatsbesuch in Ägypten, und zwar in der Priesterstadt Sais. Das liegt im Nildelta, ist heute nur noch eine Ruinenstätte. Und in den langen Gesprächen, die er dort geführt hat, gab es so einige bemerkenswerte Sätze. Einer davon war: Ihr Griechen, ihr seid wie die Kinder, ihr wisst nichts von dem grauhaarigen Wissen der Vergangenheit. Und als Solon dann nachgefragt hat, hat ein älterer Priester ihm die Geschichte von Griechenland und von Ägypten erklärt und unter anderem darauf hingewiesen, dass der ägyptische Staat zur damaligen Zeit vor 8.500 Jahren gegründet worden ist. Und wenn man die 2.500 Jahre heute noch dazu zählt, dann kommt man auf eine Größenordnung, die weit, weit, weit zurückliegt. Staatsgründung heißt immer so viel wie mit Verfassung, mit allen Dingen, die da dazugehören. Und die Geschichtsschreibung in Ägypten besagt, dass es verschiedene Priester, Historiker gegeben hat, die auch andere Aussagen getroffen hat. Wie zum Beispiel Manetho, der nicht nur berichtet über Menes, dem man die erste Dynastie zuschreibt, mit den nachfolgenden Dynastien, sondern auch von Halbgötter- und Götterdynastien, die weiter zurückliegen. Wenn man in Abydos ist, in der Tempelanlage von Sethos I., kann man die sogenannte Königsliste sehen, die im Programm fast aller Reisegruppen mit enthalten ist. Man kriegt das erklärt, dass Sethos seinem Sohn Ramses II. Erklärt, wer alles in den einzelnen Dynastien davor geherrscht hat.
Es gibt einige, die ausgelassen worden sind, weil die Priester auch schon ein bisschen subjektiv waren. Und dann habe ich gefragt, und was ist mit der anderen Liste auf der gegenüberliegenden Seite? Ja, das ist eigentlich nichts weiter. Das sind ein paar Dinge drauf, die nicht von Bedeutung sind. Und das hat mich natürlich nicht zufriedengestellt. Und dann habe ich mehr durch Zufall ein kleines Heftel noch in Abydos in die Hände bekommen, in Englisch. Und dort war das, was ich im Kopf schon lange wusste und geahnt hatte. Dort war drauf geschrieben, dass das die Götterliste ist. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, Götterliste und Königsliste sind ja theoretisch zweierlei Dinge. Das eine wird akzeptiert von der Wissenschaft, das andere wird für Blödsinn gehalten. Und dieser Widerspruch ist eigentlich das, was die Geschichte massiv beeinflusst hat, von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Und heute leben wir einfach mit diesen Tatsachen, dass es vor 5000 vor der Zeitrechnung nichts Besonderes gegeben hat. Man kann froh sein, dass wir nicht sagen, wir haben dann auf den Baum gehaust. Aber wir sehen gerade Weißenfels in dem Raum, ja, wo wir mit dieser Anlage, Goseck, genau, Goseck, und auch in anderen Ländern immer mehr finden, was weiter zurückdatiert wird, noch viel, viel weiter. Natürlich muss man auch akzeptieren, dass die Araber ein großes Problem haben, ältere Zeiten zu akzeptieren. Einfach, der Prophet Mohammed hat sich geäußert, dass Allah ihm gesagt hat, dass der Mensch 6000 Jahre alt ist. Ja, wie kann dann aber etwas älter sein? Da liegt ein großes Problem dran. Dass die Ägyptologen also auch da große Hemmungen haben, ist verständlich. Aber die Zeit, in der wir leben, bringt immer mehr neues Wissen an das Tageslicht. Und zunehmend erkennen wir immer mehr, dass die Geschichte mal ein bisschen anders ausgesehen hat. Das gleiche Phänomen, dass Wissen zerstört worden ist, kennen wir natürlich auch von Mexiko her. Als 1519 Cortés mit seiner Armada, Schiffsarmada nach Mexiko gekommen ist, begann ein ganz trauriges Kapitel. Cortés selber wird beschrieben als ein Mensch, dem man nicht trauen konnte, dem man so nicht den Rücken zudrehen konnte, der mit dem Messer sehr gut umgehen konnte und keine Skrupel besessen hat. Und das hat er oft genug auch dort bewiesen. Eines der übelsten Dinge ist, dass sie in einem Dorf eingezogen sind, haben dort, sind wunderbar empfangen worden von Mädchen und den Einheimischen. Man hat sie sogar mit Blumen begrüßt. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Tempelanlage dann abgeschlossen und haben das in Brand gesetzt und haben dann ein Gemetzel angefangen. Und dieses ganze Gemetzel in Mexiko hat Formen angenommen, die unfassbar sind, weil ja nicht nur zerstört worden ist ein Wissensträger, sondern im Nachfolgenden auch Literatur, diese Kodizes, von denen nur noch 4 übrig geblieben sind, darauf komme ich nochmal zurück. Und die Hauptstadt von Mexiko, damals hieß das Tenochtitlan. Tenochtitlan war eine wunderschöne Stadt. Chronisten haben Bilder angefertigt, um zu zeigen, was sie damals gesehen haben. Und es ist beschrieben worden, dass die Spanier nur so gestaunt hätten. Und das haben sie alles vernichtet. Und wir sehen hier auch ein Bild von dem Chronisten, wie massenhaft Abschlachtungen vorgenommen worden sind. Und hier sehen wir eigentlich einen Teil von diesen Bildern, was man aufgenommen oder gemalt hat, wo Cortés von Montezuma, dem König der Azteken, empfangen worden ist. Steingebäude und unglaublich faszinierende Strukturierung. Wir sehen hier so kleine Zacken, die wir heute sogar in unseren Kirchen noch sehen. Da frage ich mich, was hat das alles für eine Bedeutung? Ich weiß es im Moment nicht, das muss ich auch sagen. Aber insgesamt eine Struktur, die unglaublich stark ist. Und Tenochtitlan war eine Stadt von ungefähr 200.000 Einwohnern. Der Hauptplatz, Marktplatz der Stadt soll an die 70.000 Menschen gefasst haben. Und dort war das Hauptgeschäftstreiben der Stadt. Und es gibt aus dieser Zeit auch noch ein Bild, das aber nicht den Hauptmarktplatz darstellt, sondern Pyramiden, die in der Stadt gewesen sind. Und Montezuma hat berichtet, dass dort Götter begraben seien. Das fand ich insofern bemerkenswert, weil wir da einen Hinweis haben, dass es mal andere Lebensformen vielleicht auf der Erde gegeben hat, die wir gegenwärtig immer noch so ein bisschen ablehnen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen,
dass es damals sehr sauber in diesen Anlagen gewesen ist, ähnlich wie das in Ägypten einmal der Fall war. Und wir leben heute mit der Tatsache, dass die Kulturen einen Tiefpunkt erreicht haben und in diesen Ländern, wo einst Hochkultur war, es traurig aussieht, Müllkultur und kein sachgemäßer Umgang mit den Dingen, die einmal in der Vergangenheit errichtet worden sind. Montezuma wird auch manchmal als Montezuma geschrieben, ist ein Bild von ihm. Und das Ungewöhnliche ist eigentlich bei diesem Bild, dass hier so Wellenlinien zu sehen sind, die die sogenannten Urgewässer darstellen. Das finden wir in sehr, sehr vielen Mythen beschrieben, dass am Anfang die Urgewässer dicht wie Wasser, dicht wie Nebel waren, aber sie waren nicht Wasser. Und das Gleiche finden wir eigentlich auch bei Osiris-Darstellungen, wo wir ebenfalls diese Urgewässer im Bodenbereich haben. Und dass hier eine Lehne oben so ein bisschen abgebogen ist, ähnlich wie bei Osiris, finde ich so als Nebenbemerkung noch interessant, was darauf hinweisen lässt, irgendwo gab es mal gleiche oder ähnliche Hinweise auf eine frühere Schöpfungsgeschichte. In Denda haben wir das auch, die Göttin Nut, die praktisch mit dem Urgewässer analog dargestellt wird. Wir haben da oben eine Darstellung mit den gleichen Symbolen. Übrigens, dieser Tempel ist zu einem ersten Teil restauriert worden und diejenigen, die das restauriert haben, haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Es kommt dort richtig die Farben zum Ausdruck, auf dem Bild hier natürlich nicht ganz so stark erkennbar. So, und dann begann in Mexiko das, was einem die Zornesröte ins Gesicht schreibt. Bischof Jan de Zumarraga, eigentlich ein Kirchenvertreter, hat sich gebrüstet, ein riesiges Zerstörungswerk eingeleitet zu haben. Wenn man bedenkt, dass er auf der Kappe hat, dass 500 Tempel zerstört worden sind, an die 20.000 Statuen, dann können wir uns vorstellen, was dort für ein unermesslicher Wissensschatz mit verloren gegangen ist. Auf sein Geheißen wurde der König von Texcoco verbrannt. Hintergrund war folgendes: Die Kirche hat mit brutaler Gewalt versucht, den Glauben, den die Azteken hatten, auszurotten und den eigenen aufzuzwingen. Es war praktisch verboten, überhaupt den alten aztekischen Göttern zu huldigen. Und er hatte in seinem Palast noch einen, sagen wir sowas wie einen Geheimraum mit einem Altar, wo er noch diesen alten Göttern gehuldigt und zu denen gebetet hat. Er ist dann verraten worden und das war der Anlass, dass man ihn öffentlich verbrannt hat. So darf man eigentlich mit alten Kulturen nicht umgehen. Und wenn man sieht, was die Kirche für einen Schaden angerichtet hat in der Geschichte, dann muss man sich fragen, wessen Geisteskind sie gewesen sind. Zum Glück gab es aber auch noch einige andere Leute, die mehr Sinn gehabt haben und die Geschichte nun nicht ganz ausrotten wollten. Don Carlos de Sigüenza y Góngora war nicht nur ein gelehriger Mann, ein Wissensgelehrter, sondern einer, der auch das Herz an der rechten Stelle hatte. Er hat auch dazu beigetragen, zu einem Zeitpunkt, wo es dort Dürren gegeben hat, den Einheimischen mitzuhelfen und hat allmählich das Vertrauen gewonnen zu dieser Familie des Königs von Texcoco. Man hat ihn dann eingeweiht in die alte Sprache und auch in die Deutung der Hieroglyphen. Das heißt also, er ist der erste Ausländer gewesen, der erste Einblicke bekommen hat in diese komplizierte Hieroglyphenschrift. Inwieweit das Wissen von ihm komplett überliefert ist, entzieht sich meiner Kenntnis, denn wir forschen ja heute noch an der Entzifferung dieser Hieroglyphen, die übrigens ähnlich wie in Ägypten im Hochrelief dargestellt worden sind und genauso die höchste Qualität dargestellt haben. Für diejenigen, die die vorhergehenden Vorträge noch nicht gehört haben, vielleicht folgender Hinweis. Urmenschen haben an Wänden versucht, mit Pinsel und mit irgendwelchen Farbstiften, egal was sie genommen haben, etwas reinzuzeichnen. Das war so die einfachste Form. Dann
finden wir auf einmal urplötzlich ein Hochrelief. Hochrelief oder Basrelief oder Positivrelief, das sind die dazu gängigen Namen, ist das komplizierteste, was es überhaupt gibt. Stellt einen vor unfassbare Probleme und ich habe hier mal meine Lieblingssäule gezeigt gehabt, wo der Hintergrund plan geschliffen ist und nirgends den Hauch einer Abweichung gibt und plastisch herausgearbeitet, Blütenstängel und oben die Kartusche von dem obersten Gott Amun, der dem christlichen Gott auch entspricht. Gleiche Analogie. Diese Art der Bearbeitung konnten spätere Dynastien nicht mehr. Das ist allmählich wieder verlernt worden, so eine Hightech-Schrift zu entwickeln und anzuwenden. Und in Mexiko oder Mittelamerika finden wir dasselbe Phänomen, das komplizierteste am Anfang. Und ich entsinne mich, es gab mal einen russischen Professor, Professor Konygin, der hatte 1982 geschrieben über das Paradoxon der Geschichte, wonach er festgestellt hat, das frühere Wissen war auf einem viel höherem Niveau als das Wissen späterer Generationen. Hier sehen wir einen der überlebten Kodex der Mayas. 4 gibt es offiziell weltweit noch. Die Kirche hat dort veranlasst, dass die Schriftrollen eingesammelt worden sind. Man hat praktisch die Häuser durchsucht, hat etwa in der Größe einer Pyramide Schriftrollen aufgehäuft und diese dann alle angebrannt. Die Einheimischen sollen bitterlich geweint haben und gefleht haben, dass man ihr Erbe nicht zerstört, aber die Kirche war unerbittlich und diese 4 sind die einzigsten, die wir heute noch haben. Ob es irgendwo noch im geheimen im Privatarchiv was gibt, ist allerdings unbekannt. Nun kommen wir mal etwas zu diesen etwas detaillierteren Dingen. Die Mayas haben ja ähnlich wie die Azteken einen Kalender gehabt, der mehrfach strukturiert ist. Man kennt also nicht bloß den Tzolkin als den heiligen Kalender, man kennt auch den Hab und man kennt noch einen präzisierten Hab. Fangen wir mal mit dem Tzolkin an, ein religiöser Kalender, der mit 260 Tagen eine seltsame Struktur besitzt, denn kein Jahr hat 260 Tage. Er muss mit Sternkonstellationen im Zusammenhang stehen und basiert auf diesem 13-Monate-Zyklus mit 20 Tagen. Und wir finden auch in den Pyramiden immer wieder Hinweise, dass das, was durch 13 teilbar ist, oder 1,3, jedenfalls mit dieser Ziffernfolge, eine besondere Bedeutung besessen hat. Also die 13, das Doppelte und das Vierfache mit der 52 und natürlich die 360, auf die ich dann gleich noch zu sprechen komme. Die Kukulkan-Pyramide ist eine gut durchdachte, gut geplante. Man hat nie etwas gemacht nach dem Prinzip, fangen wir mal an und schauen wir mal, was da rauskommt. Wo etwas geplant worden ist, das haben wir in Ägypten ja in extremer Form schon gesehen, war ein geistiges Konzept der Hintergrund. Und hier hat man lange gerätselt und hat es eigentlich von der offiziellen Seite bis heute nicht gelöst, wie die Parameter dieser Pyramide aussehen. Man weiß, dass in Mittelamerika ein Maß verwendet worden ist, den man Hunab genannt hat. Hunab ist 1,05 Meter und so weiter. Also vom Erdboden ungefähr so hoch. Und dieser Hunab geht nicht ganz auf, wenn man die Basis betrachtet, weil eine gewisse Schlitzohrigkeit da mit im Spiele steht. Und auf die will ich mal mit Einfluss nehmen. Zuvor noch etwas zu diesen Seiten. Wir sehen eine strukturierte Fläche, wo sowas wie Fenster drin enthalten sind und solche Erhebungen. Und von diesen Erhebungen gibt es genau immer in einer Hälfte 33, was wieder an Ägypten erinnert, wo ich mit den 33. Grad und die vielen Symbolismen der 33 in der Cheops-Pyramide aufmerksam gemacht habe. Und 26 derartige Fenster, die hier an so einer Seite enthalten sind. Das heißt also, auf dieser Seite und auf dieser Seite sind zusammen 52 dieser Fenster eingeordnet. Und damit haben wir wieder einen Bezug zu diesen 4 mal 13.
wenn wir die Pyramide, die Mathematik oder die Geometrie etwas genauer anschauen, dann gibt es Zusammenhänge, die wir schon durchaus überraschend finden. Das eine ist, dass der Satz des Pythagoras da drin integriert ist, nämlich dort, wo die Fluchtlinien dieser einzelnen Stufen zur Spitze hochführen. Das ist genau in dem Winkel 3:4 und man kann diesen Satz des Pythagoras ableiten. Dann die Treppe ist so angeordnet, dass sie zur Mitte 33 Hunab Länge hat, also nach beiden Seiten zusammen 66. Und das führt genau oben zu einer imaginären Höhe von 33 Hunab. Also im Verhältnis 1:1 ist diese Treppe angelegt. Und wenn man diese äußere Kante von den Stufen nimmt, führt das zu einer imaginären Höhe von 13 mal 13 halbe. Das finde ich insgesamt sehr bemerkenswert und wir werden mal sehen, wie das Ganze noch im Detail aussieht. Wir sehen, dass diese Fluchtlinie, die ich eben angedeutet habe, die hier und hier gleich ist, dass die eigentlich den Boden gar nicht berührt. Den Boden schon berührt, aber nicht das Ende hier. Und die Pyramide ist an diesem Punkt 52 Hunab lang und das andere ist 52 minus 0,52. Das ist die sogenannte Schlitzohrigkeit. Und wenn man jetzt fragt, was hat natürlich die 52 alles, komme ich drauf zu reden. Da werden wir staunen, was das alles noch für Hintergründe dafür gibt. Was wir noch sehen, ist, dass dieser Tempel, der hier oben drauf ist, hier unten an der Basis breiter ist als oben. Und wenn man das genauer anguckt, dann sieht man, das eine, die Basis 813 mal 13 und das andere 12 mal 12 Hunab. Und 12 und 13 sind Dinge, die kosmisch eine unglaubliche Relevanz haben. Ich hatte schon mal versucht, ein Beispiel zu erklären. Wenn man einen Tennisball nimmt, kann man um den genau 12 Kugeln drumherum kleben. Die 13 in der Mitte, 12 außen drumherum. Energetisch kann man das Ganze ein bisschen ineinander schieben und dann wird es lustig, weil dann wir wirklich in der Physik des Kosmos sind, sodass die 12 und 13 eine Relevanz haben, die sehr, sehr, sehr hoch sind. Das kommt dann in dem letzten Vortrag noch zum Tragen. Der Umfang außen bei den Treppen, ja, die wir hier sehen, führt dann außenrum zu 264 Hunab. Die 264 Hunab kann man auch noch umrechnen in 44 sakrale Ellen und 44 Königsellen war die Nordseite der Cheops-Pyramide, sodass auch hier wieder Zusammenhänge gibt zu Ägypten, nur auf einer anderen Ebene. Würden wir das alles in Metern angeben, könnten wir das nicht erkennen. Das wäre für uns genauso fremd, als wenn für eine x-beliebige Person hier ein Chinese ihren Namen mit chinesischen Schriftzeichen darstellt. Sie gucken drauf und können nichts damit anfangen. Der sagt aber, ja, das ist genau Ihr Name. Ja, man muss es erstmal wissen. Und hier ist bei den Maßen so, man braucht den Schlüssel dazu, um es in der Maßeinheit zu sehen, die ursprünglich angewendet worden ist und nicht in Meter. So, und das nochmal so eine kleine Sache für diejenigen, es gibt immer hier ein paar dabei, die für Mathematik ein bisschen Sinn haben. Die anderen können ja mal kurz weggucken. Wenn man also oben die Plattform nimmt, die beiden Zahlen 12 ins Quadrat, 13 ins Quadrat, dann die 360, die mit dem Hab-Kalender in Verbindung stehen, mit dem 63-Tage-Jahr, dann mit der Basis mit den 52 ins Quadrat, da kommt man auf 3377 und nimmt man den äußeren Umfang, den die Treppenstufen bilden, eben noch hinzu, dann kommt man auf 7733. Ich finde das ein tolles Schnickschnack. Dass da vielleicht irgendwie noch eine zusätzliche Bedeutung dahinter steht, denke ich, wird der Fall sein. Aber ich kann es auch in diesem Fall nicht erklären, warum man das so gemacht hat. So, jetzt kommen wir zu dem Hab-Kalender, der in der Literatur, in der englischen Literatur oft mit Long Count erwähnt wird. Und das sind die Dinge, die Sie alle im Internet in jedem Buch nachlesen können. Die Struktur, wie dieser Maya-Kalender aufgebaut ist. Diese einzelnen Epochen haben nur eine einzige Störung und das ist mit dem Eintun, mit den 18 Uinal. Wir haben also ein Jahr, was 18 Monate hat
und jeder Monat mit 20 Tagen und da kommen wir auf 360 Tage. Wenn wir das mit dem heutigen Wissen einer Jahreslänge von 365,2422 Tage verwenden, dann kommen wir auf diese runden Zahlen. Nun muss ich dazu sagen, das hat mir nicht gefallen. Und als ich jemanden eine Antwort auf seine E-Mail schrieb und an dieser Stelle war mit dem Kalender, macht es Klick und ich wusste, da ist der Wurm drin, hier ist etwas ganz anderes ursprünglich gewesen. Kein Mensch würde einen Kalender aufbauen nur auf Tage und mit einem 63-Tage-Jahr, wenn man relativ schnell erkennt, dass bereits nach etwa 68 Jahren, reichlich 68 Jahren, würde der Sommer sich so verschoben haben, dass er einen ganzen Zyklus später stattfinden würde. Das heißt, in der Hälfte, reichlich 34 Jahre, hätten wir im Sommer im Winter und im Winter im Sommer. Und da sowohl Mayas oder Sumerer oder sonst wer enorm stark in der Astronomie waren, muss man ablehnen, dass sie das nicht gemerkt hätten. Aber wieso haben sie ein 63-Tage-Jahr genommen? Und da habe ich dann angefangen, mal ein bisschen zu recherchieren und bin dann auf ganz interessante Sachen gekommen. Zuvor noch ein Hinweis, wenn Sie irgendwo mal in der Literatur was sehen zu diesem Long Count. Das sind Jahresangaben, die in so einer Form gemacht werden. 8.4.3.1.2. Und da bedeutet das erste, von links gerechnet ist das die 5. Ziffer. Gehen wir hoch, 1, 2, 3, 4, 5 Baktun, 8 Baktun. Und dann mal übersetzt mit jeder Ziffer eine Stufe höher, viermal mit den 7200 Tagen und so weiter. Und da kommen wir umgerechnet auf diese Tage oder nach heutiger Zeitrechnung 3235 und so weiter Jahre. So wäre eigentlich diese Rechnung, wenn wir die heutige Denkweise ansetzen. Nun ist es so, dass man glaubt, auf dieser Basis mit den 365,2422 Tagen müsste der Kalender am 11. August 3114 vor der Zeitrechnung begonnen haben und soll nach 13 Baktun entsprechend enden. Wir sehen erstmal, ein Baktun hat 20 Katun, ein Piktun hat 20 Baktun. Es geht also weiter. Es geht immer weiter. Wir leben also dann aktuell in dem 13. Baktun, aber es ist eine kleine Einheit mittendrin, eine ganz kleine. Das beruhigt uns erst einmal. So, bei der Analyse habe ich dann festgestellt, dass folgende Völker auch ein 360-Tage-Jahr hatten. Sumerer, Inder, Römer, Ägypter, Azteken, Perser, Griechen und auch kleinere Völker noch. Und da hier eine Reihe Völker dabei sind, die ein enorm hohes astronomisches Wissen hatten, muss man hinterfragen, wieso hatten die das 63-Tage-Jahr? Erstens, die 63 war natürlich, wenn man jetzt mal mythologisch betrachtet, eine interessante Zahl, die man oft genug angewendet hat, vor allem für religiöse Zwecke in Bauwerken. Und Sie können hier diese Daten soweit lesen. Und das ist ein kleiner Ausschnitt von denen, wo man überall die 63 findet. 63 wird aber von der Wissenschaft als sehr suspekt betrachtet. Das würde ja bedeuten, das entspricht genau 360 Grad eines Kreises. Und wenn das exakt 360 sind, dann würde das so sehr riechen nach einer Planung. Damit hätte man natürlich große, große Schwierigkeiten, 63-Tage-Jahr zu akzeptieren. Ich erinnere mal an die Bibel, an Hiob, demjenigen, dem ein Unglück nach dem anderen geschehen ist und nachdem er dann so viele Dinge erlebt hat mit Unglücken, hat er dann mal richtig gebrabbelt und dann kriegt er medial in seinem Kopf die Stimme zu hören von dem Gott. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Wer hat ihr das Maß gesetzt? Und. Es gibt also Dinge, die wir in der Literatur haben, die zumindest einen Bezug haben, dass irgendwo tatsächlich mal ein Maß gesetzt worden ist. Mit dem ersten Vortrag über das Maß Gottes habe ich gezeigt, dass wir Maßsysteme haben, die uns als Zivilisationsanschub gegeben worden sind, die so ein unfassbares Niveau enthalten, was wir maximal vielleicht aus Science-Fiction-Filmen kennen, und dort Parameter verborgen sind,
die wir nie und nimmer erwarten würden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Jahr ursprünglich 360 Tage hatte und betrachten jetzt einmal diesen Habkalender, kommen wir auf ganz andere Zusammenhänge. Dann sehen wir, dass ein Baktun 400 Jahre hat und dass es weitergeht bis 64 Millionen Jahre. Und unter diesen Bedingungen würde ein Alautun, die höchste Einheit, 8000 mal 8000 Jahre umfassen. Das ergibt insofern einen Sinn, weil hier alles heilige Maße drin sind, die ich durch die Bank weg alle auch von Ägypten kenne, aus den gesamten Pyramidenstrukturen, Struktur des Gizeh-Plateaus. Und hier ist schon für mich ein Ansatz erkennbar, dass es Parallelen gibt, dass man Wissen wieder auf so die geschickte Art und Weise verklausuliert. Wir geben nicht allen das Gleiche. Wir geben denen ein paar Puzzle und denen ein paar Puzzle. Ein paar Dinge sind gleich, aber ein bisschen anders dargestellt. Das ist also schon ein relativ hohes Wissen. Und wir kommen jetzt bei dem nächsten Gedankengang. 13 Baktun, 144.000 Tage sind 5.200 Jahre. Und da kommen wir wieder auf die 5,2, die 52. Und da wird es ganz lustig. Das nochmal, was ich vorhin angesprochen habe, wenn wir 13 Baktun berechnen würden, kämen wir auf eine ganz andere Größenordnung. Und jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben also eine Konstellation von 3 Daten. 13 Baktun, die 144.000 Tage und 5.200 Jahre. Die 13 kennen leider viele nur in dem negativen Zusammenhang, wo manche Hotels sogar die Zimmer Nummer 13 ignorieren und weglassen. Die 13 war eine geistige Schwelle, die es zu übertreten galt. Die 13 war diejenige Zahl, die man auch in der Königskammer der Cheops-Pyramide ganz deutlich hatte. Denn wenn man dort das Pyramidion ein Lot heruntergefällt hat als Nord-Süd-Achse, teilte es die Kammer im Verhältnis 13:37. Und dieser Anteil, der kleine 13, war genau 52 Quadratkönigsellen groß. Wir sehen also die 13 mit der 52 erstmal ganz deutlich in Verbindung. Und dort stand der Sarkophag auf einem Stein, der ein bestimmtes Gefälle hat, 1/264. Das, was ich vorhin auch schon hatte, im Umfang 264, hier als reziproke Zahl, 0 Grad, 13 Minuten, 1,3 Sekunden. Und da könnte ich noch mehr dazu erzählen. 13 hatte einen positiven Aspekt, genauso wie einen negativen. Und hier will ich nochmal einfügen, wir sind oft gewohnt, Dinge nur zu sehen aus einem Blickwinkel. Aber warum haben wir 2 Augen? Nicht nur für stereoskopische Sehen, auch für die unterschiedliche Sichtweise. Und warum haben wir 2 Arme, 2 Beine, 2 Lungenflügel, 2 Gehirnhälften und so weiter? Beide Dinge bilden eine Einheit. Das heißt, ich kann das sowohl so wie auch so sehen. Und kosmisch gesehen haben diese Zahlen, die da eine Rolle spielen, sowohl einen positiven Interpretationsmöglichkeit wie auch eine negative Interpretationsmöglichkeit. Beides ist zulässig und beides bildet die Einheit. Die 144.000 Tage sind etwas, was wir auch in der Bibel finden, in der Offenbarung des Johannes. Dort spielen die Versiegelten eine Rolle. Das ist nicht ganz korrekt dargestellt. Das sind eigentlich die 144.000 aufgestiegenen Meister. Und sie bedeutet so etwas wie eine Meisterzahl. Diejenigen, die ein besonderes geistiges Potenzial erreicht haben und zur hohen Meisterschaft geführt worden sind. Und Königskammer hatte ursprünglich einen Einweihungsweg im 33. Grad von 111 Königsellen Länge. Jede eins für eine der 3 Meisterschaften, Trinität damit hinten verborgen. Beide Zahlen zusammen ergaben 144 und dort war der Symbolismus, du hast die große Meisterschaft erreicht. 5200 Jahre ist dann schon etwas, was man noch etwas mehr sagen muss. Ich habe jetzt nur im Telegrammstil geschrieben, Erlangung göttlicher Fähigkeiten. In diesem hochheiligen Bereich in der Cheops-Pyramide, wo die Einweihung stattfand, hatte man Zugang in andere Dimensionen. Und jetzt, wo ich in Ägypten war, und ich mache hier dort Reiseleiter zusammen mit einem Doktor der Ägyptologie,
hatten wir die Gelegenheit, gleich am Anfang von früh um 6 bis um 8 eingeschlossen zu werden in der Pyramide. Niemand anderes weiter dazu und vor uns alle Türen offen und wir konnten machen, was wir wollten. Wir konnten also auch überall fotografieren, was sonst nicht mehr so zulässig ist. Und ich habe den Reiseteilnehmern dann erklärt, was man machen muss, wenn man in dem Sarkophag liegt, in dem nie ein Toter lag. Nie, definitiv. Und wenn man das macht, dort einen bestimmten sonoren Ton erzeugen, dann geht es so im Gutdeutsch, wie es so schön heißt, geht die Post ab. Dann fängt es an zu vibrieren. Dann passieren Dinge, die man nicht kennt. Und in einem Raum, wo alle Ecken im rechten Winkel sind, können Sie sich Mühe geben, so viel wie Sie wollen. Passiert gar nichts. Dort gibt es noch verborgene Asymmetrien in einer Genialität, die ich inzwischen schon so weitgehend verstanden habe. Und dann fängt es an zu vibrieren in der Kammer. Wer im Sarkophag liegt, merkt auf einmal, wie es im Kopf anfängt zu arbeiten, wie bis in die Gehirnhälften hinein es schwingt und wie ein Gleichklang dann allmählich entsteht. Man gerät in Ruhe, das nennt man Hemisphärensynchronisation. Beide Gehirnhälften fangen an, sich anzupassen in ihrer Gehirnfrequenz. Und wenn man das weitermacht und würde das noch können, was sie damals gekonnt haben, dann würde man Zugang in andere kosmische Dimensionen bekommen. Diese Effekte haben natürlich die Reiseteilnehmer unbedingt auskosten wollen, haben dann auch von außen versucht, in der Kammer selbst mal diesen sonoren Ton dann zu erzeugen. Und dann hat das nur noch gedröhnt. Das konnten die unten hören in der Felsenkammer. Und einige waren in der Königskammer, in der Königinnenkammer, die ja dann eine ganz andere Wegführung hat, und haben es da unten auch noch mitbekommen. Also das sind Effekte, die nie ein Toter gebraucht hat. Nie. Dieser Zugang in höhere Ebenen, dieser Zugang zu göttlichen Ebenen hatte immer etwas zu tun mit der 52, dass man dort mehr Wissen bekam. Man hatte einen Zugang zu anderen Lebensformen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo die Zahl 52 also so ihre Rolle spielt. Natürlich wieder, wie nicht anders zu erwarten, in erster Linie an religiösen Bauwerken. Und wir sehen, Jupiter-Tempel in Baalbek wurde einst von 52 Säulen gestützt. Die anderen Tempel, die ich hier mit aufgeführt habe, betreffen das Gleiche. Bemerkenswert ist, dass heute noch der König, der in Thailand noch existent ist, aber eine untergeordnete Rolle spielt, eine Prozession durchführt bei der Inthronisierung mit 52 königlichen Barken, die mit 52 mal 40 Rudern bemannt sind. Auch in Kambodscha, der König wird von 52 Mönchen gesegnet. Also immer das Religiöse im Hintergrund. Da gab es Leute und gibt es noch Leute, die wissen, dass man bestimmte Dinge mit bestimmten Zahlen verbinden soll, weil das einfach eine Heiligkeit entspricht. Wir kennen heute nur noch, alle guten Dinge sind 3 und da können wir Unmengen aufzählen, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bis alles mögliche andere auch. Aber das ist dürftig wenig, sehr dürftig. Es gibt ja halt ein bisschen mehr. So. Sie haben das inzwischen sicherlich gelesen, dann kann ich mal fortführen. Nun ist es so, der Hab hat ja eigentlich einen Haken mit den 63 Tagen, denn wir haben ja nicht die 63. Und irgendwann muss man das gemerkt haben und hat 5 Tage zusätzlich eingeführt, auf 365. Diese galten aber als Unglückstage. Und diese Unglückstage haben wir auch in Ägypten gehabt. Die wussten auch, dass es mal etwas gegeben hat, was einschneidend gewesen sein muss, ein einschneidendes Ereignis. Und ich habe hier beim Propheten Jesaja in der Bibel gefunden, und dies sei dir das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Siehe, ich will den Schatten an der Sonne des Aha, wahrscheinlich ist da so eine Sonnenuhr gemeint, 10 Striche zurückziehen, über die er gelaufen ist. Und die Sonne lief 10 Striche zurück an der Sonnenuhr, über die sie gelaufen war. Was das heißt, ist eigentlich eins: Es muss einen Impuls auf die Erde gegeben haben, wo die Umdrehungszeit sich geändert hat. Also langsamer geworden ist. Und das können wir heute nicht mehr exakt beweisen. Ich muss schlichtweg sagen, es ist eine Hypothese, die aber
im Zusammenhang mit dem 360-Tage-Jahr durchaus eine gewisse Akzeptanz gewinnen kann. Und man sollte das nicht gleich vom Tisch wischen und annehmen, dass wir heute nur noch oder schon immer das mit 365,2422 Tage gewesen ist. Wir wissen auch, dass es kosmische Einwirkungen gegeben hat durch Kometen, großen Kometen. Wir wissen, Sintflut hat es gegeben. Es mag also etliche Hinweise in der Geschichte gegeben haben, wo nirgends überliefert ist, wann das war. Und wir können heute nicht sagen, wann war dieses Unglück geschehen. Wann hat es Einfluss gehabt auf diesen Kalender der Mayas, dass nicht mehr mit 63 Tagen, sondern mit 365 und so weiter gerechnet worden ist. Wir wissen es einfach nicht. Und damit wird nämlich eins ganz heikel: eine Rückdatierung mit dem heutigen Maß der Jahreslänge und sagen, am 21.12. muss es dann demzufolge passieren, halte ich für sehr fragwürdig. Ich komme darauf auf das Thema nochmal zu sprechen. Der Tzolk'in und der Hab hat man dann versucht zu koppeln, aber mit den 365 Tagejahr. Und da passiert Folgendes, dass genau nach dieser Kalenderrunde, so gibt man es in der Literatur an, nach 52 Jahren das wieder übereinstimmt. Wir sehen also hier so Zahnräder, wo einmal der Hab-Kalender und der Tzolk'in ineinander greifen, und wenn das ganze System gedreht wird, passiert es erst nach 18.980.000 Tagen, dass genau dieselbe Konstellation wieder eintritt. Nun ist aber so, ich sage rund 52 Jahre, denn exakt sind es 51,96 und so weiter, und es fehlen rund 12,5 Tage an diesen 52 Jahren. Also ist er auch nicht in dem Sinne so exakt, wie das oft von manchen dieser Forschern da so dargestellt wird. Was ich ergänzen wollte, war Folgendes: Wenn heute in der Literatur überall geschrieben wird 21.12. und da muss was passieren, das Erste, was ich dazu sage, es ist verantwortungslos. Ich hatte dazu schon Diskussionen geführt unter dem Aspekt: Stellen Sie sich vor, ich behaupte, am 21.12. kommen wir in die 5. Dimension. Nun haben wir in der Geschichte oft genug erlebt, dass es Sekten gegeben hat, die mit bestimmten Terminen gearbeitet haben, haben dann sich sogar selbst umgebracht, alles Mögliche gemacht, haben Hab und Gut verkauft und sind der Sekte beigetreten. Und jetzt stellen wir uns vor, aus diesen Unsicherheiten am 21.12. passiert nichts und am 22.12. trinke ich früh meinen Kaffee normal weiter und andere auch. Und einige haben aber vielleicht mir geglaubt und haben gesagt, okay, ich setze mich auf die Bank und warte, dass ich abgeholt werde in die 5. Dimension. Das solche Diskussionen gibt es, ernsthaft, allen Ernstes. Und dann sitzen die nächsten Tag immer noch da und dann kommen die zu mir und sagen, ich habe Haus und Hof verkauft, du Schlitzohr hast mir was eingepredigt, was gar nicht stimmt. Ich bin immer noch da. Diese Verantwortung lade ich nicht auf mich, beim besten Willen nicht. Wir können es nicht sagen, wann das 13. Baktun zu Ende ist. Aber was wir sagen können, es gibt eine enorme Erwartungshaltung gegenwärtig, und diese Erwartungshaltung führt eigentlich dazu, dass die Menschen denken, da muss was passieren. Das wird aber nur auf einem energetischen Level passieren. So, wir gehen jetzt im nächsten Schritt einmal zu Teotihuacan, eine alte Pyramidenstadt. Als die Azteken in diesem Bereich sich angesiedelt haben, ist ihnen überliefert worden, dass dort ursprünglich eine Götterstadt gewesen ist. Die Vorhergehenden, die Tolteken und die Olmeken, haben strikt behauptet, sie haben null Anteil an dem Bau dieser Stadt. Die Universität von Ohio hat dort, von Boston, hat dort Ausgrabungen gemacht und festgestellt, es ist ein riesen Areal. Man geht davon aus, dass es das größte kulturelle, geistige, wirtschaftliche und politische Zentrum Amerikas gewesen ist, lange zurück. Über die Zeiträume kann man nur spekulieren. Es gibt unterschiedlichste Aussagen. Die einen sagen, ja, um die Zeitrechnung rum, das sind so die ganz konservativen Wissenschaftler. Andere sagen, älter als 3000, andere sagen, älter als 6000. Aber Fakt ist, es ist sehr alt.
Und diese Pyramidenstadt fällt durch einige Dinge auf, nämlich dass dort nicht bloß die beiden Hauptpyramiden sind, die Mondpyramide links im Bild und rechts dort die Sonnenpyramide. Bei der rechts hinten, das wird als Kastell bezeichnet, aber das dürfte wohl nur eine irdische Bezeichnung sein aus Unkenntnis über die Zusammenhänge. Und in Fortführung dieser sogenannten Straße der Toten, also auch etwas, was die Menschen als Name gegeben haben, findet man weitere Tempel, die dem durchschnittlichen Durchmesser von Planetenbahnen entspricht, einschließlich Pluto. Das ist insofern nicht zu erwarten, weil wir die letzten 3 Planeten erst seit dem 19. Jahrhundert kennen und den Pluto haben wir erst 1926, 27 durch mathematische Berechnungen anhand Störungen der Uranusbahn feststellen können, dass da noch was sein muss. Und man hat dann gezielt am Himmel gesucht und hat ihn tatsächlich gefunden, aber Anfang der 30er Jahre erst. Und die haben das schon gewusst. Das gleiche die Sumerer. Dort gibt es ein Siegel, wo unser Sonnensystem einschließlich dem Pluto drauf verzeichnet ist. Und wir gucken uns mal das an, was ein Ingenieur, Hugh Harleston, gemacht hat. Leider muss ich sagen, er war kein Architekt, kein Bauingenieur. Demzufolge hat er eine sehr willkürliche Bemaßung vorgenommen, die schon arg irritierend ist. Und man muss in diesem ganzen System wirklich tiefer hineinschauen, um dann zu entdecken, dass da viele Daten drin sind, und da greife ich nur einige wenige heraus, die wir auch in Ägypten kennen. Dazu gehört zum Beispiel die 144 und die 216. 216 war die Anzahl der inneren Schichten der Cheops-Pyramide, und ich weiß, dass die äußere 144 auch gewesen ist. Dann auch so etwas anderes bemerkenswert, diese Zahl 2268 ist nichts anderes wie 63 mal 36. Das ist wie eine Spiegelzahl, 6336. Kommt auch in Ägypten zigmal vor. Und dann noch etwas, 6336 und eine 0 dran. Als Zoll ausgedrückt ist die Länge einer englischen Meile. 63.360. Also hat auch dort jemand ein bisschen mitgemischt, um ein Maß uns vorzugeben, was uns an andere Dinge erinnern soll. Viele andere Maße lasse ich jetzt mal weg. Wir sehen weiter rechts nochmal die 111 und. Also ich könnte auf viele andere noch Bezug nehmen. Das soll aber jetzt nicht der Gegenstand sein, um das noch komplizierter zu machen. Wir haben also von den Hauptmaßen dieser beiden Pyramiden einmal die Länge und die Höhen, die auch von Hugh Harleston bestimmt worden sind. Und beide sind im Verhältnis 2:3, stehen die zueinander. So, und das hatte ich gerade gesagt, dass wir das an der Cheops-Pyramide finden und dass beide Werte zusammen 144 und 216 ergeben wieder 360. Und ich habe noch ein schönes Bild zu dieser Konstellation. Das sieht so aus. Wenn wir in einem Pentagramm vom Mittelpunkt aus einen Kreisbogen ziehen, können wir den so unterteilen, dass über die beiden oberen Eckpunkte 44 Grad und über den unteren von 216 Grad erzeugt wird. Diese Darstellung kennen wir auch in Verbindung mit dem Menschen. Das hat ursprünglich der römische Architekt Vitruv schon gewusst und entwickelt, und später hat es dann Leonardo da Vinci in das Bild gesetzt. Das gleiche kennen wir aber auch vom Gizeh-Plateau, auch mit dem Verhältnis 2:3. Der Sphinx teilt das im Verhältnis 2:3. Und diese Lage der Sphinx ist für viele bisher mal unklar gewesen. Man konnte sich nicht vorstellen, wieso der an dieser Stelle da liegt. Und keinen Bezug richtig zur Chefren-Pyramide hat, zu den anderen auch nicht. Aber in dem Vortrag über das Gizeh-Plateau hatte ich diese ganzen Hintergründe erklärt, und wir haben festgestellt, dass dort ein gewaltiges kosmisches Datenmaterial versteckt enthalten ist. Und das Oberverhältnis 2:3 konnte nur entstehen, weil das Pyramidion eine ungewöhnliche Form hatte mit einem Sattel. Und dieser Sattel war eine Elle breit und konnte erst dadurch dieses 2:3-Verhältnis erzeugen. Ohne dieses ungewöhnliche Pyramidion wäre die gesamte Geometrie des Gizeh-Plateaus zerstört.
Da auch das ein kompletter Vortrag gewesen ist, den ich hier schlecht nochmal einfügen kann, muss ich darauf verweisen, auf diese Ausführungen, die schon mal da gemacht worden sind und auf den Film, der dazu veröffentlicht wird. So, jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das alles mit 2:3? 2:3 können wir viele Dinge sagen. Ja. Von der Vergangenheit und Gegenwart, Blick in die Zukunft. Das wäre eine Möglichkeit. Bei der Cheops-Pyramide könnte man, oder im Gizeh-Plateau sagen, 2 Meistergrade waren erreicht, der dritte ist dann derjenige, der noch kommt. Und da können wir viele andere Dinge finden, sei es, dass der Mensch über eine Entwicklung von einem tierisch-animalisch behafteten zu einem Menschen, der bewusster denkt, bis hin zu einem Gottmenschen als dritte Form, wie auch immer. Es ist ähnlich wie alle guten Dinge sind 3. Viele Symbolismen, die wir überlagern können. Und ich glaube auf alle Fälle, dass mit diesen 2:3 nicht bloß ausgedrückt werden soll, dass das 0,666666 und so weiter ist. Also diese reine mathematische Betrachtung halte ich für nicht gerechtfertigt, sondern eher der Übergang von 2:3. Und da hatte ich einige Dinge angesprochen und ich denke, dort liegt auch der wirkliche Kern der ganzen Sache, der Übergang von der jetzigen Menschheit zu einem sogenannten Gottmenschen, einer, der in die kosmische Gemeinschaft aufgenommen wird, der in einer höheren Schwingungsdimension neue Erkenntnisse gewinnt und dort eine neue Prüfungsaufgaben wieder in Angriff nehmen wird. Das ist also eine Entwicklungsstufe von 2:3. Damit kann man auf jeden Fall sagen, dieser Übergang bedeutet grundlegend Veränderung. Und wenn wir von Veränderung reden, dann ist schon im Zusammenhang mit dem Maya-Kalender das Gleiche, was schon angesprochen wurde. Gibt es das am 21.12.? Ist die Veränderung möglicherweise schon lange im Gange? Oder ist es ein Rasierklingenschnitt, den wir mit einem besonderen Tag markieren können? Ich war vor einigen Jahren auf den Forschungsbericht von Professor Dmitrijew gestoßen über Veränderungen in unserem gesamten Sonnensystem. In seiner Einführung schreibt er, dass die Akademie der Wissenschaften festgestellt hat, dass das gesamte Sonnensystem in ein hochenergetisch-plasmatisches Feld geraten ist. Ich habe dann eine umfangreiche Recherche gemacht, um einmal zu überprüfen, was ist denn da dran. Und da gucken wir uns mal was zu diesen gesamten Veränderungen an. Zuallererst mal zu unserer Sonne selbst ein paar schöne Bilder. Die Russen selbst hatten festgestellt, 1997, dass sich das Magnetfeld auf 200% erhöht hat. Die Amerikaner haben dann schon 230 angegeben und dann gab es noch mal eine Zahl sogar mit 238%. Das heißt, innerhalb kürzester Zeiträume gab es eine Verstärkung der Magnetfeldstärke, die unfassbar ist. Das ist ungefähr das Gleiche, als würden Sie innerhalb von Sekunden 1 Meter wachsen. Um das mal plastisch in Relation zu setzen. Diese Magnetfeldstärke haben wir aber nicht nur dort als Veränderung. Wir haben dann, oder es wurde festgestellt, dass der Mond auch betroffen ist. Nämlich mit einer wachsenden Natriumatmosphäre, die bis in eine Höhe von 9000 Kilometern reicht. Die Atmosphärenverdichtung haben sogar dazu geführt, dass ursprüngliche Berechnungen der Atmosphärendichte ausgegangen waren von einer geringeren und eine der späteren Sonnen hat dann das Phänomen gehabt, dass ein Spiegel abgebrochen war beim Landen auf den Mond. Und man stellte fest, Ursache war, dass die Statik des Spiegels nicht mehr übereingestimmt hat mit den tatsächlichen Bedingungen der Dichte auf dem Mond. Dass übrigens auf dem Mond schon Wolken festgestellt worden sind, sei nur mal am Rande bemerkt. Beim Mars hat man innerhalb von wenigen Jahren ein Abschmelzen des Eises festgestellt und auch Erwärmung auf diesem Mars von 0,65 Grad bis 1990. Man schreibt in der wissenschaftlichen Literatur natürlich dann dazu reiner Zufall. Hat nichts zu tun, dass irgendwo eine andere Einwirkung gibt, reiner Zufall. Auch auf dem Mars hat man eine Wolkenbildung inzwischen registriert und eine Zunahme Ozonkonzentration. Der Saturn hat ebenfalls
eine Reihe von atmosphärischen Veränderungen erlitten. Und vor allem hat man in den oberen Atmosphären eine viel höhere Temperatur festgestellt, als man erklären könnte durch die Absorption von Sonnenlicht. Und dieses Mysterium findet man analog auch bei dem Jupiter. Obendrein hat der Saturn auch eine Aura, so wie wir das die Polarlichter kennen, die man in den 90er Jahren dann auch erstmals festgestellt hat und erklärt aktuell, dass das vielleicht mit beitragen könnte zur Erhitzung, aber das kann nicht sein. Dann wäre die Temperatur schon immer höher, auch auf dem Jupiter. Denn dort hat man eine Temperaturerhöhung von 5,6 Grad Celsius festgestellt. Und da kann ich getrost sagen, und da kann ich einen Kasten sonst was wetten, liegt nicht an vielen Autofahren auf der Erde. Und bei diesem Planeten des Jupiters gibt es eine ganze Menge anderer verrückte Dinge. Nicht nur das mit den Stürmen, dass ein neuer Wirbel erst vor wenigen Monaten entstanden ist, aber auch Tatsachen, dass sich Veränderungen ergeben haben. Magnetfeld hat sich ebenfalls verdoppelt. Atmosphärische Qualitäten deutlich verändert. Der Planet strahlt einem helleren Licht. Auch an der Aura wurde festgestellt und einer der bekannten Streifen ist urplötzlich verschwunden. Hier nochmal Aufnahmen von der NASA zu diesen Polarlichtern, die 28.000 Kilometer Durchmesser haben sollen. Gewaltige Größe. Und hier ein vergleichendes Bild über den Streifen, den Wirbelstreifen, der urplötzlich verschwunden ist. Man kann das gegenwärtig nicht erklären. Man weiß nicht, was auf dem Jupiter aktuell los ist und warum das sich so verändert. Neptun, das gleiche, Magnetfeld deutlich angestiegen. Man redet auch bis zu einer Verdopplung. Ich habe auch dort keine exakten Zahlen, sondern nur den Hinweis in diese Richtung. Auch, dass er in einem helleren Licht strahlt und die atmosphärischen Qualitäten sich verändert haben. Hier sind noch ein paar Daten dazu, die jetzt sicherlich nur sekundär sind, um nur mal anzudeuten, dass man hier sehr präzis gemessen hat und dass nicht irgendwelche nur Vermutungen sind, dass dort Veränderungen eingetreten sind. Uranus und Neptun sind wie Geschwister, könnte man sagen. Sie haben ähnliche Bedingungen und verhalten sich auch untereinander wie in einer Wechselwirkung. Das heißt, wenn auf dem einen was passiert, passiert auf dem anderen auch was. Das ist beides mal der Uranus. Und demzufolge treten die gleichen Effekte ein, plus zusätzlich erhöhte Wanderungsgeschwindigkeit der magnetischen Pole. Das haben wir bei der Erde auch, da komme ich dann nochmal mit dazu. Und dann noch was zum Pluto. Was man dort festgestellt hat, ist eine vollkommen überraschende Erwärmung seiner Atmosphäre um rund 2 Grad Celsius, obwohl er sich aktuell in seiner elliptischen Bahn mehr von der Sonne entfernt, also theoretisch kälter werden müsste. Aber er macht genau das Gegenteil, er wird wärmer. Und so haben wir erstmal in unserem Sonnensystem aktuell schon Veränderungen, die zeigen, da ist etwas im Gange, es ist etwas im Busch. Wenn wir also von diesem Maya-Kalender reden mit diesen verschiedenen Qualitäten, der 13 Baktun, 144.000 Tage, 5.200 Jahre, dann zeigt das, dass irgendetwas sich anbahnt, etwas vor uns liegt, was im Großen und Ganzen schon Formen annimmt. Und das hat natürlich auch auf die Erde seine gewissen Auswirkungen, auf die wir gleich einmal eingehen. Und diese Anomalien haben erstmal nichts mit Treibhausgasen zu tun. Dazu gehört, der magnetische Nordpol hat seine Wanderungsgeschwindigkeit auf rund 40 Kilometer pro Jahr vervierfacht. Im Allgemeinen lesen Sie nicht in der Tageszeitung, dass die Flugkarten mehrmals im Jahr präzisiert werden müssen, weil die Flugzeuge sich nach dem magnetischen Nordpol ausrichten. Wenn die nicht geändert werden würden, würden die Flugzeuge nicht dort landen, wo sie hin sollen. Es gäbe Katastrophen. Deswegen müssen die Flugkarten präzisiert werden. Und dass sich unsere Magnetfeldstärke in den letzten 20 Jahren gebietsweise um 10% verringert hat, ist genauso ein ungewöhnliches Phänomen. Jetzt ist die Frage, wie kann man sowas erklären? Wir kennen vielleicht noch, manche jedenfalls von der Kindheit, da gab es mal so einen Kreisel, mit dem man spielen konnte, und wenn der Kreisel dann seine Umdrehungsgeschwindigkeit
reduziert hat, fing er an zu pendeln. Er fiel dann irgendwann mal um. Ja? Wenn die Wanderungsgeschwindigkeit sich vergrößert hat, also aus diesem Drehen anfängt, ein bisschen schneller jetzt nach außen zu drehen, hat das eine Konsequenz, dass im Erdkern Energie abgegeben werden muss. Das heißt, der Erdkern wird kälter. Aber die Wärme muss ja wohin? Und die Erde hat nur eine Chance. Sie kann das ringsrum nur abgeben, nach außen abgeben. Und da kommen wir auf ganz andere Sachen noch. Wenn Wärme nach außen abgegeben wird, gibt es natürlich ähnlich wie bei einem x-beliebigen Metall oder Gestein, wenn wir es erwärmen, gibt es Dehnungsprozesse. Wir haben also irgendwo mehr Spannungsrisse in der Erde. Und die Erdbebentätigkeit hatte ich hier einmal analysiert, und zwar anhand der Daten vom National Earthquake Center der Vereinigten Staaten. Das ist das nationale Erdbebenzentrum, was weltweit alle Aktivitäten koordiniert. Und als ich das einmal analysiert hatte, das war für einen Kongress, für einen Vortrag auf einen Kongress, habe ich diese Daten in diese Jahresscheiben eingeteilt gehabt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war eins: Es gab da noch eine Karte, und dann hatte man dargestellt, Erdbeben an dem heutigen Tag, Erdbeben der letzten Woche, Erdbeben im letzten Monat. Und als ich jetzt vor kurzem nachgeschaut habe, stellte ich fest, eine Änderung. Erdbeben der letzten Stunde, Erdbeben am letzten Tag, Erdbeben der letzten Woche. Das heißt, es sind unheimlich viel mehr Erdbeben hinzugekommen. Zum Glück viele noch in unbewohnten Gegenden, viele auch untermeerisch, aber es brodelt. Und nicht ohne Grund hat Arnold Schwarzenegger vor reichlich anderthalb Jahren, eine riesen Katastrophenübung in den Vereinigten Staaten durchführen lassen, in seinem Land, um gewappnet zu sein gegen Erdbeben. Die Menschen waren aufgefordert, an dieser Übung daran teilzunehmen, und noch etwas Bemerkenswertes: Er hatte sie aufgefordert, mindestens Lebensmittel für 14 Tage einzulagern. Das heißt, Wissenschaftler haben hinter den Kulissen schon längst ein bisschen Muffensausen, dass da was passieren kann. Aber das würde man nie machen, in der Öffentlichkeit ausposaunen, weil Chaos die Folge sehr schnell sein könnte und wahrscheinlich auch wirtschaftliche Konsequenzen. Dann eines der wichtigen Fakten mit den Gletschern. Und ich sage Ihnen, was hier in der Presse gemacht wird, ist ein Verbrechen. Wir werden verscheißert bis auf Teufel komm raus. Dass die abschmelzen, Tatsache, gibt es nichts einzuwenden. Aber die Interpretation dazu, das ist das Ungewöhnliche. Wenn ein Gletscher, wie hier in Grönland der Kangerlussuaq-Gletscher, seine Fließgeschwindigkeit verdreifacht hat, dann ist das ein ungewöhnliches Phänomen. Und das hat man bei anderen Gletschern auch festgestellt. Der Helheim-Gletscher hat sich Geschwindigkeit verdoppelt. Dann Columbia-Gletscher hat sich in 20 Jahren auch die Geschwindigkeit verdoppelt, während man im Alpenbereich eigentlich nur eine Fließgeschwindigkeit hat von 10 bis 150 Meter pro Jahr. So, und jetzt wo liegt das ganze Problem verborgen? Nochmal so ein bildhaftes Beispiel: Wenn an eine Hauswand es dran regnet und es gefriert, da wird da draußen noch kein Gletscher. Das bleibt da dran kleben. Bei einem Gletscher ist es ein bisschen anders. Erstmal ist geneigte Fläche, aber wenn das ein paar Millimeter sind, rutscht da auch noch lange nichts lang. Man hat festgestellt, dass ein Gletscher etwa eine Mächtigkeit von 30 Meter benötigt, um genügend kinetische Energie gespeichert zu haben, damit die ganze Masse anfängt zu drücken, zu schieben und zu fließen. Das heißt, je dicker ein Gletscher ist, umso schneller fließt er. Je dünner ein Gletscher ist, umso langsamer fließt er. Jetzt verstehen Sie, wo ich da hinaus will. Unsere Gletscher schmelzen, werden dünner, aber fließen schneller. Passt nicht zusammen. Wenn also ein Gletscher schneller fließt, dann kann nur eins sein: er ist nicht mehr festgefroren am Boden. Und dann muss von unten Wärme gekommen sein, die das Gletscherbett flüssiger macht, schmieriger macht, und der auf diesem flüssigen Bett anfängt zu fließen. Das heißt, das Gletscherbett kann nicht mehr gefroren sein.
und da von oben die Wärme nicht durchkommt, kann sie nur von unten kommen, weil der Erdkern Wärme abgibt. So, und das ist genau das, was auch wir hier in so einem Bild sehen. Eigentlich das ganze System, was hier von der Fachabteilung für Hydrologie und Wasserwirtschaft von der Universität Kiel gemacht worden ist, normalerweise würde der Gletscher nach unten zu sich mehr in Eis umwandeln und erst dann fließen, wenn bestimmte Bedingungen von der Mächtigkeit gegeben sind. Wenn aber die Wärme aus dem Erdinneren kommt, haben wir das, was ich genau erklärt habe. Dann hat man parallel, um das nochmal zu untersetzen, in Nordamerika schon seit 1800 Messungen gemacht. In diesen 368 Bohrlöchern hat man eine Zunahme, Temperaturanstieg bis zu 2,5 Grad Celsius festgestellt. Das heißt, wenn in 3000 Meter Tiefe etwas wärmer wird, dann kommt das auch nicht von der Sonne. Und wenn jetzt also aus dem Erdkern Wärme abgegeben wird, dann ist es auch die nächste Konsequenz ganz logisch. Nämlich der Erdkern, der Wärme abgibt, wird damit auch kleiner. Denn das, was sich abkühlt, schrumpft etwas. Und wenn etwas schrumpft, wird auch der gesamte Durchmesser kleiner. Und da finden wir Begründung schon für eine subtile Frequenzveränderung. Wir wissen ganz genau, eine Frequenz erhöht sich umgekehrt proportional zur Wellenlänge. Je kürzer die Wellenlänge ist, umso höher ist die Frequenz. Wir können also auch schon in diese Richtung ein erstes Beispiel dafür liefern, dass wir gegenwärtig in einer Zeit einer Frequenzveränderung liegen. Also mit diesem Erdkernabkühlung können wir eine ganze Reihe von Dingen erklären. Und jetzt kommen wir auf etwas ganz Wichtiges noch zu sprechen. Das Forschungsinstitut Landcare Research, Manaki, Whenua, Neuseeland. Das ist kein Hinterwäldlerinstitut, sondern eines der führenden weltweit in der Klimaforschung und koordinieren viele Dinge, die mit diesem Datenmaterial in Verbindung stehen. Und sie haben über die letzten 400.000 Jahre festgestellt, dass immer mal so Spitzen gegeben hat in der Temperatur. Und die Kurven sehen Sie ganz, ganz deutlich. Und wir leben aktuell in so einer Spitze. Was natürlich auch besagt, nach einer Spitze gibt es wieder mal nach unten. Und parallel dazu haben sie die Kohlendioxidentwicklung einmal ermittelt. Und wenn man die überlagert, sieht man eigentlich auch, immer dort, wo Spitzen Temperatur gewesen sind, haben wir Spitzen in der Kohlendioxidentwicklung. Und das genauso immer in Epochen. Man muss also annehmen, dass das Sonnensystem immer wieder mal durch irgendwelche hochenergetischen Felder im Kosmos durchwandert und diese Felder einen gravierenden Einfluss ausüben. Denn wenn wir an diese Jahreszeiten dann mal gucken, wo das hier diese Spitzen gewesen sind, da gab es im Prinzip keine Menschen, da gab es keine Autos, da gab es all das nicht, wofür wir heute das verantwortlich machen mit der Klimaerwärmung. Auch mit der Methangasentwicklung, die da viel diskutiert wird, sehen wir eine Analogie. Sie sehen wieder die Spitzen in der gleichen Form. Nun könnte man vielleicht sagen, okay, Herr Klitzke, Sie tun das Ganze vielleicht ein bisschen bagatellisieren. Ich bin grundsätzlich dafür, dass man mit den Schadstoffausstößen etwas tut, dass man dagegen ankämpft. Denn in der Regel heißt es so mit so einem Spruch, ein Übel kommt nicht allein. Und wenn wir heute Ausstoß von Kohlendioxid haben, über vor allem Firmen, Technik und so weiter, werden immer noch andere Gase mit freigesetzt, vor allem Stickoxide. Die werden erstaunlicherweise überhaupt nicht angesprochen von unseren Politikern. Man sollte also auf der Strecke schon durchaus was tun, aber man sollte ehrlich sein und die wirklichen Gründe tatsächlich benennen und nicht den Leuten etwas von an Märchenstunde versuchen zu erklären und dann auf einmal kommt etwas ganz anderes raus. Das ist nämlich die Frage, wie geht es weiter? Wenn wir sagen, die Erwärmung, wie wir hören, führt dazu zu noch mehr Abschmelzen und bis hin das ganze Landteile untergehen. Ja, bis zu einem bestimmten Grad wird es schon stimmen, nur bis zu einem bestimmten Grad. Aber was ist, wenn dann wir aus diesem kosmischen Feld wieder herauskommen? Sie können auch nicht ununterbrochen nur pusten. Irgendwann müssen Sie mal Luft holen. Und eine Erde kann nicht ununterbrochen verstärkt Energie abgeben. Irgendwann wird mal dieser Energiestrom nachlassen und dann heißt das, wir kriegen weniger Energie von innen. Und diesen gesamten Klimamodellen
eigentlich das Entsetzliche, spielt die Erdwärme einen Anteil von 0,000. Und da kommen nur Nullen danach. Man geht einfach aus, hat keine Auswirkung. Und dass man das uns Menschen versucht, aber genau in dieser gleichen Art zu verklickern, dass von unten keine Wärme kommt, ist ein starkes Stück. Das ist ein sehr starkes Stück. Und die Russen haben viel andere Sorgen. Hier habe ich erst vor ein paar Tagen, vom 4. Oktober, nach der Rekordhitzewelle dieses Sommers, scheint Russland einen Geschmack für das Extreme bekommen zu haben. Prognostiker sagen, dass dieser Winter einer der kältesten in Europa sein kann, den man in den letzten 1000 Jahren gesehen hat. Diese Veränderung, wird berichtet, steht in Verbindung mit der Geschwindigkeit des Golfstromes, dessen Geschwindigkeit sich halbiert hat in den letzten paar wenigen Jahren. Polnische Wissenschaftler sagen, dass das bedeutet, dass der Golfstrom, nicht mehr in der Lage sein wird, die kalte Luft von der Arktis zu kompensieren. Gemäß dieser Wissenschaftler wäre die Folge davon, wenn dieser Strom stoppt, dass ein neues Eiszeitalter beginnt. Egal wie man das jetzt auch nimmt, und deswegen sage ich auch mal vorsichtigweise, egal ob diese Prognose richtig ist oder nicht, die Erwärmung wird irgendwann abklingen, wenn wir aus diesen kosmischen Feldern wieder herauskommen, und wird diese Horrornachrichten dann eines Besseren belehren. Wir sollten deswegen keinesfalls da in eine Panik verfallen und uns irre machen lassen von bestimmten Dingen, sondern sollten einfach mit einer gewissen Sensibilität, mit sauberer, sachkundiger Gesprächsführung in diese Diskussion einsteigen und die Thematik so behandeln, wie sie es verdient, in einer sauberen Form. Was bedeutet nun das alles mit dem Maya-Kalender? Dass also Veränderungen im Gange sind, da möchte man sagen, Tatsache, wir leben in einer ungewöhnlichen Zeit, in der sich ein Qualitätssprung kosmischen Ausmaßes andeutet. Ja, und diese Andeutung hat etwas zu tun auch mit Frequenzerhöhung. Und dieser Professor Dmitriev von der Akademie der Wissenschaften Russland hat in seinen Bericht einen kurzen Satz eingefügt, der war bei mir sofort, da standen die Haare zu Berge. Lachen Sie nicht, die stehen immer zu Berge. Er schrieb, er geht davon aus, dass diese kosmischen Einwirkungen zur Veränderung der DNS des Menschen führen. Und da habe ich mich damals schon gefragt, woher weiß er das? Wie kommt er zu der Schlussfolgerung? Denn dass das der Fall ist, wissen wir. Nicht ohne Grund haben wir heute eine Reihe Menschen, die medial sind, die besondere Fähigkeiten haben und. Man kann viele, viele Beispiele aufführen. Auch die Tatsache, dass Sie zu dem Vortrag gekommen sind, ist ein Zeichen, dass sich bei Ihnen im Denken schon etwas verändert hat. Hätte ich diesen Vortrag vor 20 Jahren gehalten, hätten Sie mich für verrückt gehalten. Wir leben in einer veränderten Zeit. Und was die DNS da bewirkt, kann man spekulieren. Erstaunlich ist, wir haben parallel zur DNS Bruchstückchen. Und die Wissenschaftler, die amerikanischen Wissenschaftler nennen das Junks, Datenmüll. Und die Russen sehen das aber als hochorganisierte Strukturen. Und diese sogenannte Datenmüll, wie kleine Abschnitte, scheinen sich zu verknüpfen. Davon geht man aktuell mit aus. Und wenn diese Verknüpfungen stattfinden, kommen neue Eigenschaften, neue Fähigkeiten, alles etwas in der Änderung begriffen. Also wir müssen akzeptieren, dass wir in einer Zeit der Veränderung leben. Und das ist etwas, was mit diesem Maya-Kalender das Äußere ist oder das, was im Hintergrund liegt. Denn der Kalender ist ja nur Zahlenmaterial. Die Qualitäten, die damit verbunden sind, sind das Entscheidende. So, und das erwähnte ich gerade, also Menschen denken anders heutzutage. Und das ist etwas, was ich schon alles genug erlebt habe bei den vielen Vorträgen, wo man mehr und mehr Menschen findet, die das verstehen, die das akzeptieren, die nicht mehr protestieren. Aber nicht vergessen, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und wir werden noch Probleme haben weltweit, weil dieser Kampf zwischen Gut und Böse, wie es so schlicht heißt, zwischen Licht und Schatten,
durchaus seine Form und seine Stärke zunehmen wird. Und das sehen wir mit Kriegen, mit Auseinandersetzungen, Terror und so weiter und so fort. Also wir leben in einer komplizierten Zeit, aber auch in einer anspruchsvollen und ich möchte es mal positiv sehen, einer Zeit, die uns auf zu neuen geistigen Höhen mitverhilft. So, damit kommen wir eigentlich an den Punkt, der Termin Dezember 2012 möchte ich persönlich, betone, persönlich stark anzweifeln, aber diese eingebrachte Erwartungshaltung, diese Denkweisen, die wir da produziert haben oder viele Menschen schon produziert haben, schaffen etwas in morphogenetische Felder hinein. Und deswegen wird an dem Tag möglicherweise ein besonders energetisches Maximum eintreten, was sensible Menschen fühlen. Andere werden nichts fühlen. Die Boulevardpresse wird am nächsten Tag berichten, dass nichts passiert ist und dass diese Spinner alle nicht recht hatten. Aber sie kriegen nicht mit, dass alles schon im Gange ist. Was heißt das im Endeffekt für uns alle? Wir leben nicht nur auf dieser Erde, um heute den Vortrag zu hören, morgen wieder auf Arbeit zu gehen, sondern wir haben irgendwie eine gewisse Lebensaufgabe. Manch einer kennt sie, manch einer kennt sie nicht. Das ist aber nicht immer das A und das O. Entscheidend ist, dass wir das, was wir tagtäglich machen, möglichst gut machen, dabei humanistisch bleiben und versuchen, uns von denen abzugrenzen, die sich dem Schattenseiten des Lebens zuwenden. Wir müssen akzeptieren, dass in dieser Zeit auch solche Menschen aus Toleranzgründen notwendig sind, um das System ins Wanken zu bringen. Das ist noch ein ganz interessanter Aspekt. Aber wir sollen uns von denen nicht verleiten lassen, das genauso zu machen wie sie. Sie haben eine andere Aufgabe als wir. Wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die ein höheres Niveau darstellen, dann sind wir so etwas wie ein Lichtpunkt. Und aus höheren kosmischen Dimensionen, die wir erst richtig in dem letzten Vortrag verstehen werden, beurteilt man uns nicht danach, wie viele Urkunden wir im Leben haben, welche Zertifikate und, wie oft wir gelobt worden sind. Das ist alles unwichtig. Man entscheidet uns oder beurteilt uns nach unserer Grundfrequenz. Und diese Grundfrequenz ist ein typisches Eigenschaftsmerkmal, die mit dem Bewusstsein in Verbindung steht. Die kann sich natürlich Tag für Tag überlagernd ändern, aber nicht die Grundfrequenz. Es ist wie ein Grundton, wie im Radio, sagen wir mal, wo wir einen Sender auf einer bestimmten Frequenz haben und dem ist aufmoduliert eine Musikfrequenz oder Tonfrequenz in einer x-beliebigen Art. Aber die Grundfrequenz wird durch unser Bewusstsein bestimmt. Und wenn wir danach leben, uns geistig zu vervollkommnen, was auch den Spaß im Leben mit einschließt, man soll ja nicht nur ernst sein, aber diesem Ziel versuchen, einfach im Kopf zu behalten, etwas Gutes zu tun, gut zu leben, anderen Menschen nicht das Böse zu wünschen, dann tun wir schon ein ganz schönes Stückchen mehr als vielleicht ein anderer und dann machen wir es richtig. Wir sollten uns also deswegen keine Sorgen machen. Die Zukunft wird zwar noch Probleme bringen, das bin ich mir absolut sicher, aber wie es so schön heißt, am Ende eines jeden Tunnels gibt es wieder Licht und dass wir dieses Licht sehen, das wünsche ich allen. Ich bedanke mich. Dort, wo eine hohe Kultur ist leicht die Gefahr, dass sie dekadent, überheblich, arrogant wird und nicht mehr bestrebt ist, sich das Wissen anzueignen. Wenn wir die ägyptische Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass es dort auch einen Niedergang gegeben hat. Wir verwenden heute das Dezimalsystem, geben Größen an in Meter und nehmen nicht den Bezug auf das ursprünglich verwendete Maßsystem. Ein amerikanischer Fuß, der aus 12 Zoll besteht, ist 1200 durch 3937 Meter lang. Würden wir jetzt diesen Fuß umrechnen in einen einzigen Zoll, müssen wir das durch 12 teilen
und mal 100 nehmen, wenn wir es in Zentimeter umrechnen, und da kommt eigentlich eine Formel raus, 1 durch 0,3937. Und jetzt kommt eigentlich das Verrückte an der ganzen Sache. Wenn man das ausrechnet, gibt es eine Ziffernfolge, die beginnt mit der Größe, die wir heute kennen als die Länge des Holz, 2,54 cm. Dann kommt 0, 0, 0, 508, 0, 0, 1016 und so weiter. Wenn man das genauer analysiert, stellt man fest, da drin ist eine Verdopplungsfolge. Jede nachfolgende Zifferngruppe ist genau doppelt so groß wie die vorhergehende. Und da, wo ich das entdeckt hatte vor Jahren, war mir klar, mein Gott, das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Wieso ist ein Zoll mit so einer ungewöhnlichen Mathematik behaftet, die uns regelrecht in Erstaunen versetzt? Der Zoll war bereits den alten Ägyptern bekannt. Wer die Erbauer der Pyramiden in Gizeh waren, ist keinesfalls abschließend geklärt. Doch eine genauere Betrachtung der verwendeten Planmaße offenbart eine geheimnisvolle, auf hohem Niveau stehende Mathematik. Wenn man alles genauer betrachtet, sieht man, es gibt solche Verflechtungen mit Maßen, mit Zahlen, die immer wieder auftauchen. Es ist wie ein homogenes Konzept, wo man sagen muss, das ist schon Sternenmathematik. Ich hatte die Gelegenheit, in der Königskammer selbst Vermessungen zu machen, Laservermessungen, und konnte feststellen, wenn man diese Außenmaße nimmt, also 4 mal die Länge, oben und unten, 4 mal die Breite, oben und unten, und 4 mal die Höhe, vorn und hinten, führt das zu genau 33 Königsellen. Macht man das innen, führt es zu 27 Königsellen gleich 3 mal 3 mal 3. Das Kurios ist an dieser Stelle, dass also außen 3 3 ist und innen 3 mal 3 mal 3. Gleich 27 oder 3 hoch 3. Man kann also alles nur durch die Zahl 3 ausdrücken. Und so eine Konstellation sieht nicht nach einer zufälligen Planung aus. Aber das Ungewöhnlichste für mich selbst, das ist der Fußboden. Da sind noch Dinge verborgen, die äußerst ungewöhnlich sind. Das Gefälle im Fußboden, das ist etwas, was der Tourist überhaupt gar nicht mitbekommt. Denn das Gefälle ist so gering, dass es beim Laufen nicht bewusst wird. Die ersten 4 Steinreihen haben ein Gefälle von 1/276. Wenn man den Winkel dazu bestimmt, in dem System, wie wir das also in den Breitengraden kennen, Grad, Minuten, Sekunde, dann ist dieser Winkel 0 Grad, 12 Minuten, 27,33 Sekunden. Man wollte dort in dem Sarkophag Verbindung haben in höhere Ebenen, zu den Göttern, in höhere Schwingungsdimensionen. Und damit sehen wir auch, dass eigentlich ein ganz anderer Effekt in dieser Königskammer beabsichtigt war. Die Initiation, die Einweihung in die höchsten Mysterien.